Was siehst du als die großen Schlagzeilen bis jetzt, David? Ich denke, die große Schlagzeile ist ohne Zweifel, dass eines der Kongresshäuser jetzt in demokratischen Händen ist. Und Donald Trump wacht jetzt in einer völlig neuen Weltordnung in Washington auf. Wie das passieren konnte, ist genauso eine große Schlagzeile. Wir haben in den Vororten des Landes und bei den unabhängigen Wählern gesehen, dass 2 Teile von Trumps Siegerteam nicht so reagiert haben, wie er es gern gehabt hätte. Sag uns, welche 2 das waren. Die aus den Vororten und die Unabhängigen. Diese 2 Gruppen. Offensichtlich ist das ein enorm stark weiblich angetriebener Sieg. Nicht nur was die Kandidaten betrifft, sondern auch was die Wähler angeht, die diese Mehrheit in vieler Sicht geliefert haben. We're seeing that the Republican Party has transitioned now fully under President Trump. To David's point, but just to build it out a little bit for people, because it's going to be a little bit of a Wir können sehen, dass die Republikanische Partei sich sehr verändert hat unter Präsident Trump. Man hat die Farbe von weiß zu blau geändert. Man hat gewechselt, wenn es ums College geht. Man ist vom Land, wo man gewesen ist, in die Städte und Vororte gewechselt. Und dann ist man noch von den Kindern abgekommen. Wenn man sich die Stimmen anschaut, dann haben sie 67% von den Personen zwischen 18 und 29 verloren. Das ist sehr viel. All die vielen unterschiedlichen Gebiete im Land. Davon entfernen sich die Republikaner. Darüber sollte man nachdenken. That's something to think about. Right, we're seeing the Republican Party transform under Trump from this traditional, what we saw, the values that they had, to now the way that they're changing, even on trade. Ja, wir sehen, dass sich die Republikaner unter Trump sehr verändert haben. Von den traditionellen Werten bis hin zu diesen. Eine große Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie ist es für Präsident Trump, so viele Demokraten im Haus zu haben? Es ist auch ein Risiko für Konservative, dass Präsident Trump einen Deal mit Demokraten eingehen könnte. Wir haben das schon einmal letztes Jahr erlebt. Das ist es, glaube ich, was für die Republikaner ein Risiko ist. Sie haben ihre Partei verändert, um zu Donald Trump zu passen. Und er könnte sie in einer Sekunde verbannen. Ich glaube, es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass jetzt, wo die Demokraten hier sind, Trump mit ihnen einen Deal im nächsten Jahr eingehen könnte. In the next year or so.